Gibt es eigentlich Länder, in die man nicht auswandern sollte? In diesem Video geht es um 5 Länder, die verdammt teuer sind. Und warum wird überhaupt das Thema Auswandern immer beliebter? Die Liste der Gründe ist lang, aber Corona, die Inflation, GEZ-Zwangsabgaben, die gegenwärtige Politik in Deutschland und der Great Reset sind einige davon. Das große Aber bei dem Thema Auswandern aus meiner Sicht erfahrt ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und leite seit 30 Jahren eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Es ist kostenlos, also nicht vergessen. Immer mehr Menschen, sowohl Arbeitnehmer, ganze Familien als auch Rentner, denken darüber nach, Deutschland zu verlassen. Viele stellen sich natürlich die Frage, welches Land ist gut für mich und kann ich mir das auch leisten? Jeder hat andere Ansprüche und Vorstellungen. Deshalb zuerst mal mein ganz spezieller Tipp an euch: Informiert euch bitte vor dem Auswandern ganz genau über dieses Wahlland. Auf jeden Fall solltet ihr mehrere Wochen oder Monate dort verbracht haben und nach Möglichkeit auch die Landessprache sprechen. Also die Sprache unterschätzen wirklich immer viele. Es gibt in den sozialen Netzwerken viele Gruppen, die sich mit dem Auswandern beschäftigen, wie zum Beispiel auf Facebook, Twitter oder auch auf Telegram. Tretet solcher Community bei, um euch auszutauschen und richtig zu informieren. In diesen Gruppen werden auch viele Praxistipps gegeben, die man sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Gründe, die für eine Auswanderung sprechen, ist wirklich lang. Man achtet dabei natürlich auch auf seinen Geldbeutel. Es gibt so reizvolle Länder auf dieser Welt, die man sich als normaler Rentner allerdings nicht leisten kann. Davon schauen wir uns jetzt mal 5 Länder an. Meine persönliche Meinung zum Thema Auswandern erläutere ich etwas ausführlich am Ende des Videos. Eine der teuersten Länder sind die Kaimaninseln. Kaimaninseln sind eine Inselgruppe in der Karibik, also in Nordamerika, und ein britisches Überseegebiet des Vereinigten Königreichs. Der Mikrostaat liegt südlich von Kuba und wirbt für einen Traumurlaub. Die Strände sind malerisch schön. Man lebt dort eigentlich wie im Paradies. Für 14 Tage Urlaub für 2 Personen muss man allerdings so zwischen 4.000 bis 6.000 Euro ohne Flug einplanen. Das variiert je nach Region oder Stadt. Will man dorthin auswandern, reichen weder eine Rente noch eine Pension für den normalen Lebensunterhalt. Ähnlich sieht es auf den Bermuda-Inseln aus. Das Leben und der Urlaub sind da noch teurer als auf den Kaimaninseln. Bermuda ist eine Inselgruppe im Atlantik. Auf den Bermuda verbringen die Reichen gerne ihren Urlaub. Ihnen ist es egal, dass alles so hochpreisig ist. Die Schweiz gilt als Land mit einem weltbesten Lebensstandard, einem Top-Gesundheitssystem, einer schönen Natur und einem wunderbaren Klima. Das Leben in der Schweiz ist recht teuer, wenn man kein Gehalt in der Schweiz bezieht. Die Schweiz ist für viele attraktiv, weil es ein sehr sicheres Land ist, aber auch die Lebenshaltungskosten sind eben enorm. Israel ist ein weiteres sehr schönes, aber auch teures Land. Die Lebenshaltungskosten
sind sehr hoch, besonders in Tel Aviv, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum Israels. Israel ist das Land der Bibel und historische Heimstätte des jüdischen Volkes entlang der Ostküste des Mittelmeeres gelegen. Israel bildet eine Landbrücke zwischen 3 Kontinenten, nämlich Asien, Afrika und Europa. Als Europäer ist man wirklich überrascht, wie teuer israelische Supermärkte sind. Schauen wir noch kurz auf Island. Im Vergleich zu Deutschland sind in Island die Lebenshaltungskosten mindestens 50% höher. Island ist die größte Vulkaninsel der Welt und der am dünnsten besiedelte Staat Europas. Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt. Warum ist Island nun so teuer? Viele isländische Unternehmen sind zu klein und unwirtschaftlich. Gerne werden auch die Transportkosten für höhere Preise genannt, weil eben wirklich vieles importiert werden muss. Das Essen und besonders das Essen gehen sind verdammt teuer in Island. Allerdings hat Island auch ein hohes Lohnniveau, also höher als in Deutschland. Das waren jetzt mal stellvertretend 5 sehr teure Länder auf dieser Welt, also Bermuda, die Kaimaninseln, die Schweiz, Israel und Island. Muss und will man aber unbedingt auswandern? Wie sinnvoll ist es? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Hauptsache weg, egal wohin, ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Nur wegen der politischen Lage sollte man nicht flüchten, denn die kann einen in jedem anderen Land auch treffen. Das politische Klima kann sich überall sehr rasch drehen. Das Zielland sollte man schon mögen, es kennen und lieben, also schon mehrmals besucht haben. Sowohl die neue Kultur als auch die Sprache sollte man ebenfalls kennen. Der Great Reset ist global. In Demokratien, aber auch in anderen Ländern muss man immer mit Regierungswechseln rechnen, ja, die eine dramatische und sogar schlagartige Änderung der Wirtschafts-, Steuer-, Gesundheits- und Ausländerpolitik zur Folge haben können. Das GEZ-Zwangsabgabesystem ist sicherlich sehr ärgerlich, aber kein Grund zum Auswandern. Mir persönlich macht die Entwicklung in diesem Land Angst. Aber ich mag uns als friedliches Arbeitsvolk, aber viele sind halt leider ja voll die Mitläufer und zu arrogant, mal über den Tellerrand zu sehen, um sich einzugestehen, dass unsere angebliche Demokratie genauso verlogen ist wie die Kirche. Dann würden wir merken, dass andere Länder vielleicht nicht so viel Geld haben, dafür aber mehr Lebensfreude und Stolz und für sich und ihr Volk einstehen. Auswandern ist bestimmt eine Option. Es gibt aber auch noch eine zweite. Im Land bleiben und für vernünftige politische Verhältnisse kämpfen. Da wäre dann vor allem auch die jüngere Generation gefordert. Auswandern klingt immer erstmal toll. Was es aber wirklich bedeutet, unterschätzt man wirklich schnell. Auswandern, ich würde es bei einigen eher Flüchten nennen. Weglaufen war eigentlich noch nie eine Option. Herausforderungen muss man sich stellen. Warum retten wir dieses Land nicht lieber vor dem Untergang? Hier im Land hat man sein Netzwerk, seine Freunde und Bekannte. Man spricht und versteht die Sprache. Natürlich sind viele nicht mit der aktuellen Situation einverstanden. Uns werden massive Wohlstandsverluste angekündigt. Das macht mir persönlich wirklich Angst. Aber was sind eigentlich die Vorteile von Deutschland? Da haben wir zum einen ein gutes Sozialsystem. Das zweite ist der hohe Entwicklungsstand. Drittens könnte man sagen, öffentlicher Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut. Und das vierte wäre die Qualität der Lebensmittel.
Der riesengroße Nachteil, ja, Deutschland ist eine der höchsten Steuerlasten weltweit. Es gibt immer mehr Menschen, die ihr Glück in der Fremde finden. Es kommen aber auch wieder viele zurück. Und The Great Reset, der große Neustart, wird wohl weltweit eingeläutet, ob wir das wollen oder nicht. Haltet zusammen, lasst euch nicht spalten. Ich verstehe jeden, der geht. Es gibt aber auch viele Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, und die können wir nicht einfach alle im Stich lassen. Es ist nur eine Frage, bis das Ganze hier kippt. Lasst uns zusammenhalten.